Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu einem Thema, das die deutschen Nestbeschmutzer, Historiker nicht so gerne haben und am liebsten auch verschweigen. Das Thema lautet: Schon 1933, Achtung, 6 Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, also 1933, wollte Polen Deutschland angreifen. Ein absolutes Tabu, das ihr eigentlich in keinem Schulbuch findet. In manchen Geschichtsbüchern ja, die älter sind, aber in keinem Schulbuch. Ich erkläre euch die Hintergründe, denn natürlich passt es nicht in die These der deutschen Historie und Journalie, dass Polen das Land auf und Land ab als unschuldiges Opfer von Hitlers Kriegswahn dargestellt wird, Deutschland zuerst angreifen wollte, was deshalb weitgehend verschwiegen wird. Ich habe es bereits angedeutet. Doch Polens Präventivkriegspläne wurden bereits 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges von dem Historiker Hans Roos offengelegt und sind seither entweder in der Versenkung verschwunden oder werden nur in ein paar Sätzen erwähnt, und das dann auch nur in abgeschwächter Form. Deshalb lohnt es sich auch an dieser Stelle, wieder einmal genau hinzuschauen und skeptisch zu sein, wenn die deutsche Siegergeschichtsschreibung Tatsachen verschweigt, kürzt oder nur lückenhaft darstellt. Der Auftakt bildete die illegale Westernplatte-Besetzung durch ein polnisches Bataillon am 6. März 1933. Darüber werde ich ein eigenes Video noch machen. Während dieser Krise soll Marschall Pilsudski zum ersten Mal in Frankreich den Vorschlag eines Präventivkrieges gegen Deutschland gerichtet haben. Wie schon erwähnt, nahm Pilsudski am 21. April 1933 eine Parade von rund 35.000 Mann in Wilna ab und ließ Dekrete für den Kriegsfall vorbereiten. Im Zusammenhang damit soll der Pole der französischen Regierung das zweite Angebot zu einem Präventivkrieg gegen Hitler-Deutschland gemacht haben. Das zweite Angebot. Besonders perfide war Pilsudskis dritter Versuch, die Franzosen zusammen mit Polen in einen Krieg gegen Deutschland aufzustacheln. Dieser Vorschlag erfolgte Ende November 1933, ausgerechnet zu der Zeit, als die Polen von Hitler das formelle Angebot eines Nichtangriffspaktes erhielten. Der Marschall wollte damit noch ein letztes Mal an die Entschlossenheit Frankreichs appellieren, bevor er den Vertrag mit Hitler abschloss. Doch Paris ging auf die mehrfachen Versuche der Polen, einen Krieg vom Zaun zu brechen, nicht ein. Noch nicht. Dies wird in der politisch korrekten Geschichtsschreibung, wenn es erwähnt wird, was selten genug ist, als unsichere Überlieferungen oder sogar als Legende diskreditiert, denn es kann offensichtlich nicht sein, was nicht sein darf. Worauf begründet sich also der polnische Kriegswahn, der hierzulande immer noch negiert und verleugnet wird? Ich habe die Quellen recherchiert und sie sind auch in meinem Buch Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 3 angegeben. Der ehemalige Archivchef des polnischen Außenministeriums, Władysław Pobok-Malinowski, schrieb in einem Aufsatz, dass wahrscheinlich Indiskretionen der französischen Regierung zu Beginn des Jahres 1934 dazu geführt hätten, dass die polnischen Kriegspläne an die Öffentlichkeit gelangen konnten. Auch Hermann Rauschning, der Danziger Senatspräsident, bestätigte die polnischen Präventivkriegsabsichten, und zwar durch Informationen von Pilsudski selbst. Ebenso berichtete der tschechische Geschäftsträger in Warschau, Prohaska, am 4. August 1937 darüber. Doch mein bester Kronzeuge dafür, dass die Präventivkriegspläne eben keine Legende waren, wie die deutschen Nestbeschmutzer-Historiker das sagen und wie heute suggeriert wird, war der ehemalige polnische Außenminister Beck selbst. Er gab im Januar 1940 ein Interview, in dem er sagte, ich zitiere: Wir haben schon vor einigen Jahren
vorausschauend den Alliierten ein Losschlagen gegen den Feind, er meinte damit Deutschland, vorgeschlagen. Als er seine Kräfte erst zu entfalten begann, die Alliierten glaubten, dass sich dieses Problem ohne Krieg lösen lasse. Zitat Ende. Beck bestätigte auch in seinen Memoiren, dass Pilsudski Präventivkriegspläne hatte. Auch Josef Lipski, der polnische Botschafter in Berlin, erwähnte dies. Wie gesagt, die Quellen sind alle in meinen Büchern angegeben. In dem von der Historischen Kommission des polnischen Generalstabes in London im Jahr 1951 herausgegebenen ersten Band des polnischen Generalstabswerkes über die polnischen Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg, das auf Aktenaufsätzen und Berichten polnischer Generäle und Diplomaten beruht, wurde ebenso festgestellt, dass Pilsudski im März 1933 einen Präventivkrieg vorgeschlagen habe. Weiter gibt die Historische Kommission des polnischen Generalstabes zu, dass die militärische Planung Polens seit dem Besuch Marschall Fochs während der Ruhrkrise im Mai 1923 auf, ich zitiere, Angriffshandlungen mit Präventivcharakter als Strafinterventionen, Interventionen gegen Ostpreußen, Danzig, Oberschlesien und Hinterpommern, also auf eine militärische Okkupation deutscher Ostgebiete ausgerichtet war. Zitat Ende. Major M.B. Lepecki, einer von Pilsudski Adjutanten, bekam am 18. April 1933 ein Dokument zu Gesicht, aus dem hervorging, dass der Marschall einen Krieg gegen das Reich vorbereitete. Der Historiker Hans Roos, ich zitiere, es besteht kein zwingender Grund, an den Zeugnissen aus kompetenter polnischer Quelle zu zweifeln. Zitat Ende. Der tschechische Gesandte in Warschau, Gyrsa, erhielt Ende April, Anfang Mai 1933 aus Kreisen der polnischen Opposition folgende Information, ich zitiere, der Gedanke eines Präventivkrieges hat Anhänger nicht nur in Marschall Pilsudski, sondern auch im Generalstab, der schon gewisse Maßnahmen an den Grenzen getroffen hat. So wurde Anfang April mit der Konzentration der Kavallerie an der deutsch-litauischen Grenze und im Korridor begonnen, wohin gleichzeitig die polnische Elitetruppe KOP von der Sowjetgrenze konzentriert wurde. Zitat Ende. Fritz Hesse, der als Journalist des deutschen Nachrichtenbüros gute Beziehungen zum Auswärtigen Amt hatte, berichtete, ich zitiere, bereits im Februar 1933, also noch vor der Machtübergabe an Hitler, setzten von Warschau ausgehend, und zwar auf besondere Veranlassung des polnischen Kriegsministers Feldmarschall Pilsudski, Bemühungen ein, Paris und London zu einem sofortigen Losschlag gegen Deutschland zu bewegen. Die ersten Berichte, die hierüber in Berlin eintrafen und die mir der Staatssekretär im Auswärtigen Amt von Bülow zeigte, klangen so unwahrscheinlich, dass Bülow zunächst einmal geneigt war, diese Berichte als bestellte Mache von nationalsozialistischer Seite abzutun. Aber im März hatte er bereits seine Ansicht von Grund an geändert. Die Ansichten der deutschen Spionage, die bekanntlich in Polen besonders gut funktionierte, wie auch umgekehrt die polnische Spionage in Deutschland besondere Erfolge zu verzeichnen hatte, war einwandfrei. Sie bewiesen, dass Polen sich auf einen Einfall in Ostpreußen vorbereitete. Die gewaltsame Besetzung der Westerplatte bei Danzig bewies, dass die Polen auf eine offene Provokation aus waren. Zitat Ende. Auch aus den Berichten von J. Laroche, der von 1926 bis 1935 französischer Botschafter in Warschau gewesen war, geht hervor, dass man innerhalb und außerhalb Polens Präventivkriegsabsichten für möglich hielt. Aber nicht nur deutsche, französische und polnische Quellen bestätigen die Präventivkriegspläne Warschaus, sondern auch die sowjetamtliche Geschichte der Diplomatie. Nach dem Krieg hat auch die Historische Kommission des polnischen Generalstabs die polnischen Sondierungsversuche in Paris bestätigt. Der Historiker Richard Breyer kam nach sehr gründlicher Prüfung aller damals vorhandenen Quellen letztendlich zu dem Schluss, dass Marschall Pilsudski
der französischen Regierung tatsächlich ein Präventivkriegsangebot gemacht hatte. Der Historiker Hans Roos folgert, ich zitiere: Es durfte also feststehen, dass Pilsudski im Jahre 1933 eine Präventivaktion gegen Hitler erwog und diese ohne Beteiligung Frankreichs keinesfalls durchführen konnte. Unter diesen Umständen gewinnen die Angaben über Sondierungen Pilsudskis in Paris erheblich an Wahrscheinlichkeit. Zitat Ende. Roos wischt damit auch das Argument der Mainstream-Historiker zur Seite, die die polnischen Pläne als Legende bezeichnen, weil es offenbar keine Debatten darüber gegeben habe. Ich zitiere: Somit können in Frankreich damals nur wenige Männer, vielleicht Ministerpräsident Daladier, General Weygand als Generalinspektor der bewaffneten Macht, der Generalstabschef General Gamelin, der Kriegsminister und allenfalls Außenminister Paul Boncourt von den Anfragen Pilsudskis gewusst haben. Damit ist auch hinlänglich klar, warum sich 1933 in den Debatten des französischen Parlaments keine Spuren von Pilsudskis Sondierungen auffinden lassen. Dass die Beteiligten weder in ihren Memoiren noch vor dem Untersuchungsausschuss des Parlaments über Pilsudskis Initiative aussagten, ist ebenfalls kein schlüssiger Beweis. Die erste polnische Initiative ist nach den vorliegenden Nachrichten während der Westernplatten-Affäre am 6. März 1933 erfolgt. Es steht fest, dass Marschall Pilsudski in dieser Zeit Truppen im Korridor so versammelte, dass sie jederzeit zu einer Strafintervention gegen Danzig oder Ostpreußen eingesetzt werden konnten, wofür ja ausgearbeitete Aufmarsch- und Operationspläne vorlagen. Als gesichert kann auch gelten, dass die militärische Führung des Reiches damals an die Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden polnisch-französischen Präventivkriegs geglaubt hatte. Er, also Pilsudski, dachte in Begriffen eines Krieges mit begrenztem Ziel und frei gewählten Moment, bei dem massenmäßige Hassgefühle wohl benutzt, zugleich aber in Schranken gehalten werden sollten. Zitat Ende. Frankreich distanzierte sich allerdings von dem polnisch-tschechischen Kriegsplan, worauf er von Warschau und Prag fallen gelassen wurde. Zunächst. 6 Jahre später sollte das anders aussehen. Fest steht also, dass die Präventivkriegsabsichten der Polen keinesfalls im Reich der Legenden zu suchen sind. Auch das sollte Hitler Zeit seines Lebens nicht vergessen. Verschwiegen von den deutschen Nestbeschmutzer-Historikern. Bereits 1933 entwickelte Polen Kriegspläne gegen Deutschland. Alles dazu in meiner Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur. Es sind 6 Bände, ihr seht, sehr umfangreich. Band 3 behandelt die Vorkriegszeit, Band 4 den Feldzug gegen Polen. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.